من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, mit dem Aqiedah-Unterricht zuerst. Wir haben das letzte Mal über welches Thema gesprochen? Über die Eigenschaften der Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Und ich sagte es euch, und ich hoffe, dass dieses in euren Köpfen geblieben ist, das sind die wichtigsten Unterrichte, die wir machen. Ein Muslim besitzt nichts Wertvolleres als seine Aqiedah. Und der Hadith ist klar, ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من أنا عليه وأصحابي. Es werden 73 Gruppen in meiner Umma existieren. Manche Gelehrte haben gesagt, diese 73 Gruppen sind nicht wörtlich zu verstehen. Manchmal werden Zahlen genannt, die nicht wörtlich zu verstehen sein sollen. Es soll einfach ausdrücken, dass es viele sein werden. Manche der Gelehrten haben 5 große Gruppen genannt und darunter Untergruppen aufgefasst. Aber für uns ist das nicht wichtig, ob das jetzt so oder so gemeint ist. Für uns ist wichtig, es werden viele Gruppierungen entstehen. Frage, war das in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit den 73 Gruppen? Was sagt uns das? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mittlerweile, wie viele Tariqat haben wir? Kennt ihr die Tariqa? In der Türkei, Tariqa X, Y, Z. Davon gibt es alleine über 1000. Dann die nackten Banditen, die Naqshbandi. Dann gibt es die Sufis. Dann gibt es die Schia. Alleine von Schia gibt es 70 Gruppierungen. Alleine von Khawarij gibt es 40 Gruppierungen. Alleine, was wollen wir noch aufzählen? Was wollen wir noch aufzählen? Und das ist die Sache, wenn du nicht deine Aqiedah lernst, dann wirst du ebenfalls zu diesen abgeirrten Gruppierungen gehören, die zum Schluss bei Allah Azza wa Jal ihre Rechenschaft ablegen müssen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben das die gefährlichste Ayah im Koran genannt. Wer nennt sie mir? Was ist die gefährlichste Ayah im Koran? Es gibt die gefährlichste Ayah im Koran. Es gibt die hoffnungsvollste und die gefährlichste. Was ist die hoffnungsvollste? قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يا أهل تفسير. Die Leute, die bei uns Tafsir-Unterricht machen, die wissen, welches ist die hoffnungsvollste Ayah. Na? Das ist Ayah von Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. Sprich, meine Diener, die ihr maßlos gewesen seid. Das heißt, mit euren Sünden verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allah hat jedem hier die Tür geöffnet, zur Reue zurückzukehren. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Und dann gibt es die gefährlichste Ayah. Welche ist sie? قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر. Richtig. Das ist die Ayah aus Surat Al-Kahf. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sollen wir euch kundtun, sollen wir euch Nachricht geben über die größten Verlierer. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Sie sind mit ihren Taten in die Irre gegangen. Was bedeutet das? Ihre Taten wurden bei Allah Azza wa Jal angenommen oder nicht? Haben sie Taten gehabt? Ja. Sie haben Taten gehabt. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. Während sie gedacht hätten, Allahu Akbar, während sie gedacht haben. Das heißt, sie haben sich was anderes vorgestellt, als das, was sie von Allah bekommen haben. Und so werden viele Leute, die heute mit der Religion spielen, die mit der Religion spaßen und die tun, sie denken, sie können von der Religion nehmen, was sie wollen und lassen, was sie wollen. Sie spielen mit der Religion, sie denken, dass sie bei Allah ein gutes Blatt haben. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Während sie meinen, dass sie etwas Gutes bei Allah Azza wa Jal zu erwarten hätten. Allah wird sie zu den größten Verlierern machen. Möge Allah Azza wa Jal uns befestigen. Daher, wenn du keine Aqiedah hast, was hast du? Was ist dein größter Wert im Leben? Nicht deine Dunya, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht deine Häuser. Wallahi, es ist nur deine Aqiedah.
Denn wenn du Häuser gehabt hast, was willst du damit? Wirst du dich damit freikaufen, Yawm al-Qiyamah vor Allah Azza wa Jal, wenn du keine Aqiedah hattest? Und auch deine Kinder und auch dein Vermögen und was auch immer du besessen hast, dieses alles hat keinen Wert. Hast du aber eine gesunde Aqiedah, dann hast du alles besessen, die Dunya und die Akhirah. Und wisse, dass Allah Azza wa Jal die Menschen, die er liebt, in der Dunya glücklich sein lässt und in der Akhirah. Möge Allah Azza wa Jal uns alle dazu gehören lassen. Wir haben das letzte Mal über einige Eigenschaften von Ahlul Sunnah gesprochen. Ganz schnell durchgehen. Welche waren sie, bevor wir mit den neuen heute abschließen? Das ist der abschließende Unterricht zu den Eigenschaften. Na? Sie sind die Gruppe in der Mitte. Sie sind die Gruppe der Mitte. Weder übertreiben sie noch untertreiben sie. Richtig. Das bedeutet, dass diese Gruppe eine Gruppe der Mitte ist, weil sie gerecht ist und weil sie nicht diese extremen Ausmaße annehmen, nach oben oder nach unten. Und das ist immer, was wir sagen. Wenn du übertreibst, brauchst du kein Wissen. Und wenn du untertreibst, brauchst du kein Wissen. Für welchen Weg brauchst du Wissen? Für den Weg der Mitte. Und den haben viele Leute nicht. Da haben wir noch eine Eigenschaft genannt. Na? Die Ahlul Sunnah hält sich fest am Koran und die authentische Sunnah. Die Ahlul Sunnah halten am Koran und Sunnah fest, wie keine andere Gruppe dieses tut. Das heißt, das sind ihre Bücher, auf die ihre gesamte Religion basiert. Und wir haben das erwähnt, viele denken, dass sie nach Ahlul Sunnah handeln, aber tatsächlich sehen wir, es gibt viele Dinge, die sie von Ahlul Sunnah nicht beachten und da deswegen auch irre gehen und nicht dann den geraden Weg von Ahlul Sunnah einschlagen. Gibt es diejenigen, die dir sagen, wir handeln oder wir sind von Ahlul Sunnah wal Jama'a, aber letztendlich, Subhanal Malik, du siehst, manche beschimpfen die Sahaba, die anderen haben ihre Träume, die sie jeden Dienstag, von Donnerstag haben, von Donnerstag auf Freitag ist der Traum immer da. Manche Traditionen und alles, was sie hereinbringen und zum Schluss sie sagen dir, wir handeln nach Ahlul Sunnah. Ahlul Sunnah haben zwei Bücher, das ist der Koran und die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Im Übrigen die Hadithe, die die Schia gerne nehmen, normalerweise akzeptieren sie von uns Bukhari und Muslim. Bukhari und Muslim stellen sie unter ihren Schulen. Aber welchen Hadith nehmen sie dir auf einmal von Imam Muslim, das auch bei Imam Ahmad überliefert, haltet an das Buch fest, das heißt an Kitab von Allah Azza wa Jal, der Koran und an Ahlul Bayt. MashaAllah. Was für ein super Verständnis du hast. Ahlul Bayt, was sagen sie dir hier? Das heißt, wir sind die Wahren. Erstmal seid ihr die Größten, was? Was ist das für eine? Bukhari und Muslim haben keine Bedeutung bei ihnen. Auf einmal holen sie dir ein Hadith von Muslim. Erstmal, das ist heuchlerisch, Nummer 1. Nummer 2, selbst wenn wir deine heuchlerische Art verzeihen, sagen wir dir, Ahlul Bayt, die hier gemeint sind auch bei uns geehrt. Aber wer von Ahlul Bayt? Alle? Alle? Nein. Abu Lahab, Abu Jahl, waren sie nicht von Ahlul Bayt? Gehörten sie nicht? Waren sie nicht die Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sollen wir die ehren? Teil. Aisha gehört zu Ahlul Bayt. Ehren Sie Aisha radiallahu anha? Aisha ehren Sie nicht. Die schließen Sie aus von Ahlul Bayt. Das heißt, sie nehmen ihre Religion, wie sie wollen. Und wenn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zu Ahlul Bayt gehört, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ali hat niemals gesagt, dass er besser ist als Abu Bakr und Umar. Schaut mal, der Hadith ist bei Bukhari. Ja? Der Sohn von Ali ibn Abi Talib fragte ihn, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Er sagte, O Vater, wer ist der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Qala Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Abu Bakr. Klare Antwort. Von wem? Von dem, wo sie sagen, wir unterwerfen uns ihm. Er hat gesprochen, dann bitte unterwirf dich. Er sagte, Thumma man, wer danach? Dann sagte er, Umar. Dann hatte Muhammad radiallahu anhu rahimullah ta'ala Angst gehabt zu fragen, und wer dann? Deswegen hat er gesagt, und dann? Du, O Vater. Er sagte, dein Vater ist nur ein Muslim in dieser Gemeinschaft. Mehr nicht. Natürlich, das beschreibt die Bescheidenheit von Ali ibn Abi Talib, aber er hat klar gesagt, wer die Besten in der
Umma sind. Teil. Was haben wir noch für eine Eigenschaft von Ahlul Sunnah aufgezählt? Bitte? Ahlul Sunnah nimmt sich kein Imam, der fehlerfrei ist. Sehr wichtig. Ahlul Sunnah sagen nicht über einen Imam, dass er die Stufe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hat. Sowieso, die das machen, werden das niemals mit der Zunge aussprechen, aber du siehst das anhand ihren Handlungen. Ja? Madkhali. Es gab keine Religion davor. Es gab sie nicht. Es gab nur 1400 Jahre, gab es Religion, aber mit einer bestimmten Person ist die Religion anders geworden. Sunniger. Sunniger. Weil möge Allah Azza wa Jal ein Verstand, der nicht viel begriffen hat, recht leiten. Und dann nach 1400 Jahren zu sagen, der ist der Maßstab für die Sunna. Wer an ihn festhält, der ist auf dem Schiff von Nuh. Und wer nicht an ihm festhält, so hat er dieses Schiff niemals bestiegen. Ahlul Sunnah. Ahlul Sunnah. Weil da fliegt dir die Kinnlade runter. Aber was musst du machen? Heutzutage musst du mit jedem zurechtkommen. Und dann haben wir darüber geredet. Noch ein Punkt. Ich glaube, wir haben 4 Punkte genannt. Na, Die Ahlul Sunnah hat kein Takfir. kein Takfir? Ta'wil. Ahlul Sunnah macht kein Ta'wil in dem Sinne, wie manche Leute sich das herausnehmen, dass sie einfach irgendwelche Sachen aus den religiösen Texten, aus Koran oder Sunna so interpretieren, wie sie wollen. Wir haben eine Grundlage. Diese Grundlage ist, was? Im Koran zum Beispiel, dass die Wörter erstmal so zu verstehen sind, wie Allah Subhanahu sie offenbart hat. Außer wir haben einen textlichen Beweis, der sagt, dass dieses Wort etwas anderes bedeutet. Ist das nicht leicht? Stellt euch vor, wir wüssten gar nicht, jedes Wort hat eine andere Bedeutung. Wie würden wir den Koran lesen? Das wäre eine anstrengende Sache für uns, liebe Geschwister. Aber Alhamdulillah, Allah hat uns die Religion leicht gemacht. Und im selben Punkt, was haben wir genannt? Dass Ahlul Sunnah und Jama'a den Beweis über den Verstand stellt. Ahlul Sunnah und Jama'a stellen den Beweis über den Verstand. Weil wir gesagt haben, Allah, der den Beweis herabgesandt hat, hat auch den Verstand erschaffen. Allah weiß, was bei uns verständlich ist und was nicht. Es gibt Sachen, die verstehen wir nicht. Die gehören zu Ilmul Ghaib, das heißt zu dem Offenbarten, zu dem Wissen des Verborgenen. Da haben wir keinen Einfluss, wir können das nicht verstehen. Da sagen wir, Alhamdulillah, Allah hat uns das berichtet, das reicht uns. Na, und überhaupt Dinge stellen wir nicht vor unserem Verstand. Warum? Weil der Verstand wird niemals im Widerspruch zu was sein, zu den Textbeweisen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat eine Mas'ala in 9 Bänden. 9 Bände über eine einzige Fragestellung. Ist der textliche Beweis oder kann der textliche Beweis im Widerspruch zum Verstand stehen? 9 Bände hat er darüber geschrieben. 9 Bände hat Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala darüber geschrieben. Und natürlich, das steht niemals im Widerspruch. Weil wir haben gesagt, der den Nass, der die Texte herabgesandt hat, ist auch der die Verstande erschaffen hat. Deswegen steht das nicht im Widerspruch. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Haben wir noch einen Punkt genannt? Das waren sie. Dann wollen wir heute fortfahren. Inshallah, ab jetzt zählt die halbe Stunde. Nicht, dass ihr mir das andere anzieht. Teil. Ein weiterer Punkt von den Charakteristiken oder Merkmalen oder Eigenschaften von Ahlul Sunnah wal Jama'a, jam'uhum bayna nususi fil mas'alati al-wahida. Dass sie die Beweistexte alle zusammenführen, bevor sie ein Urteil erstrecken. Und das ist auch ein großes Problem von den Sekten gewesen. Sie sind deswegen in die Irre gegangen, weil sie zum Beispiel die Eigenschaften Allahs nur in einer Richtung verstanden haben. Aber sie haben sich nicht andere Textbeweise angeschaut. Und von anderen Sekten. Das heißt, Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie vollziehen kein Urteil oder sie geben kein Urteil über eine Angelegenheit der Religion, bis sie alle Beweise zusammengetan haben. Was meinen wir mit Beweisen? Na? Koran und Sunnah. Das heißt, im Koran steht 1, 2, 3, dann nehmen wir das. In der Sunnah über dieses Thema 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hadithe. Wir nehmen die 6 Hadithe, wir nehmen die 3 Ayat und jetzt gucken wir, inwiefern diese Mas'ala so zu verstehen ist. Dann erst bringen wir ein Urteil. Okay? Ich gebe euch ein Beispiel. Heutzutage siehst du ein paar abgeirrte Extremisten,
speziell Khawarij-Abteilung und andere, die sagen dir, töte die Ungläubigen. Findet er eine Ayah darüber im Koran? Ja oder nein? Natürlich. Nur, hat er jetzt nur den Teil genommen, den er braucht, oder hat er alle Beweistexte zusammengetan? Ich gebe euch ein Beispiel. Allah Azza wa Jalla sagt, Ja ayyuhan Nabi, جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. O du Prophet, bekämpfe oder mühe dich ab gegen die Kuffar und gegen die Heuchler und sei hart zu ihnen. Sei was? Hart zu ihnen. Ihre Endstätte ist Jahannam. Jetzt könnte man diese Eier so nehmen und sagen, hey, ich habe, was ich brauche. Dann sagen wir, ist das so zu verstehen? Schauen wir auf das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer bestätigt von euch, und ich weiß, dass ihr alle Gelehrte seid, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Juden im Krankenhaus, im Hause besucht hat, als sie krank bzw. sehr schwer krank waren? Könnt ihr das bestätigen? Ja. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen jüdischen Jungen besucht oder nicht? Was ist das mit der Eier? Geht doch nicht, oder? Dann, zweite Sache. Eine Janaza kam am Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbei. So ist er aufgestanden, alaihi salatu wassalam. Das Aufstehen wurde aufgehoben, liebe Geschwister. Und die Sahaba sagten zu ihm, Ja Rasulallah, die Überlieferung ist bei Buch. Ja Rasulallah, das handelt sich hier um eine jüdische Bestattung. Das heißt, der Verstorbene ist ein Jude. Was sagt er? Alaysat nafsan. Ist dieses nicht auch eine Seele? Kehren wir zur Ayah zurück? Passt nicht. Wollen wir weitermachen? Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Wie war der Prophet sallallahu allgemein zu den Menschen? Gütig und barmherzig. Was denkt ihr, warum haben die Sahaba ihn so geliebt? Waren alle Sahaba gleich Muslime? Gab es nicht welche unter den Sahabern, die den Propheten sallallahu vehement bekämpft haben? Vehement. Und er bei Allah 1000 Gründe hätte, sie zu töten. Aber er sallallahu alaihi wasallam war geduldig und später haben diese Sahaba, die ihn töten wollten, ihn umso mehr geliebt. Warum? Weil er so war, wie es in der Ayah drin steht. Deswegen, liebe Geschwister, eine Ayah ist noch kein Aufschluss über das gesamte Urteil. Was machen Ahlul Sunnah wal Jama'a? Sie tun alle Beweise zusammen, dann erst erstrecken sie ein Urteil. Ich habe nur einen Beweis gegeben, es gibt tausende von Beweisen. Und es steht dann da drinnen, وَرَدُّهُمْ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ. Und Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie bringen die Texte, die, was? Mutashabih? Die mehrdeutig sind, zu Al-Muhkam, zu den eindeutigen Beweisen zurück. Weil die mehrdeutigen Beweise, Allah Azza wa Jalla sagt uns im Koran, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ in Surat Al-Imran. Er ist es, der das Buch auf dich herabgesandt hat, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu ayatum muhkamat. Hunna umul kitab wa ukharu متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Das ist das, was Allah Azza wa Jalla uns im Koran gesagt hat. Er ist es, der das Buch auf dich herabgesandt hat. Und in diesem Buch gibt es, was? Mehrdeutige Beweise. Sie sind, was? Sie sind Hunna Ummul Kitab, die Mutter des Buches. Wa ukharu mutashabihat. In ihm gibt es eindeutige Beweise und sie sind die Mutter des Buches. Und es gibt auch mehrdeutige Beweise. Was aber diejenigen angeht. Jetzt sagt Allah Azza wa Jalla uns über die Gruppe etwas, die was nehmen, die eindeutigen oder mehrdeutigen? Die mehrdeutigen nehmen, was diese Gruppe anbelangt, so haben sie was? Was für Gründe, warum sie das machen? Ibtira al-Fitna, sie streben was an? Die Fitna. Wabtira at-Ta'wili, damit sie das so ändern, wie es ihnen passt.
Und zum Schluss kann sich ein Beweis wirklich in Richtung von dieser Person anwenden. Wie die Sufis zum Beispiel. Die bringen dir eine Ayah aus Surat Al-Imran. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Wege Allahs gestorben sind, wirklich tot sind. Vielmehr sind sie lebendig und werden bei ihrem Herrn versorgt. Wenn du ihn sagst, warum betest du einen Toten an? Der sagt dir, ich habe mich vorbereitet auf dein Argument. Er ist gar nicht tot. Er ist im Grab, aber er lebt. Er sagt dir, aber er lebt. Das ist eine Sache, die man in die oder die Richtung tatsächlich verstehen kann. Diese Ayah kann man in die und die. Was machen sie mit der Ayah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den. Hat Allah eine Seele ausgenommen? Jede Seele wird den Tod kosten. Allah Azza wa Jalla sagt, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben, ja Rasulallah, und sie werden sterben. Komisch, dass der Prophet sallallahu stirbt und die unter ihm sind, sterben nicht. Mit welcher Ayah hätte er kommen sollen? Nicht mit einer eindeutigen, aber er kommt mit der mehrdeutigen. Aus welchem Grund? Damit er seiner Bid'a nachgehen kann, seiner Neuerung, die nicht in unserer Religion bestätigt ist. Und deswegen, Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte, wenn Leute zu euch kommen mit mehrdeutigen Beweisen, dann antwortet ihnen mit eindeutigen Beweisen. Dann hat sich die Sache erledigt. Kein Problem. Okay? Wie Leute, die kommen, sogar die Kuffar, die sagen, die Juden und Christen kommen ins Paradies. Das steht doch sogar in eurem Buch. Was sagen sie? إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sie sagen, guck mal, das steht in eurem Buch. Wir mögen euer Koran. Dann sagen wir, ihr habt in Surat Al-Baqarah eine Ayah gelesen. Hättet ihr etwas Geduld gehabt, dann hättet ihr in Surat Al-Imran was anderes gelesen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion erstrebt als die Religion des Klarer oder nicht klar? Ist klar die Ayah? Kann man nicht missverstehen, oder? Was ist die erste Ayah? Die erste Ayah ist klar. Das sind die, die ihren Propheten damals gefolgt sind. Von den Anhängern von Moses, von den Anhängern von Jesus. Die sind wirklich im Paradies, das sind unsere Brüder. Damit sind nicht die Juden und Christen häufig. Deswegen, ja, was machen Ahlul Sunnah wal Jama'a? Ich will das von euch hören. Was machen sie? Sie führen die Textstellen, die mehrdeutig sind, zu den eindeutigen zurück. Und deswegen werdet ihr immer sehen, Ahlul Bid'ah werden immer mehrdeutig reden. Niemals eindeutig. Aber Ahlul Sunnah suchen immer die eindeutigen Beweise. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Annahum أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. Ahlul Sunnah wal Jama'a geben sich keine anderen Namen, außer Namen, die aus unserer Religion bestätigt sind. Welche Namen kennt ihr? Andere Namen für Ahlul Sunnah. Und sie beschreiben diese Gruppe, die auf dem Weg der Erfolgreichen ist. Ahlul Hadith. Sehr gut. Das, was sie nehmen an Namen, ist entweder im Koran bestätigt oder in der Sunnah oder Ijma' der Gelehrten. Ahlul Hadith. Was noch? Wie heißen sie noch? Ahlul Quran. Wie heißen sie noch? Muslime. Muslime, okay. Huwa sammakumul Muslimin. Er ist es, der euch Muslime genannt hat. Allah subhanahu wa ta'ala. Was noch? Aber ich meine jetzt speziell, um Ahlul Sunnah zu beschreiben. Na, Muslime ist natürlich allgemein. Na, As-Salaf As-Salih. Sehr gut. As-Salaf As-Salih. Richtig. Weiter. Bitte? Al-Jama'a. Sehr gut. Auch das wurde überliefert im Hadith. Was noch? Al-Firqa An-Najiyah. Die errettete Umma. Man hier, wurde er gefragt, sallallahu alaihi wasallam, er sagte An-Najiyah. Man hier Al-Jama'a. Es gibt viele, viele Überlieferungsketten von diesen Hadith mit den 73 Toten. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und dann, welchen Namen noch? Ahlul Athar. Die Leute von Al-Athar. Was heißt Athar? Was heißt Athar? Bitte?
Ja, aber hier, wir reden von Leuten, die natürlich auf den Spuren von Ahlul Sunnah wal Jama'ah sind, beziehungsweise von Salaf as-Salih, richtig? Und Afa. Okay, wir machen das an einer anderen Stelle. Wie nennen Sie sich noch? Nein. Nein. Wir haben gesagt, nur das, was bestätigt ist. At-Ta'ifa al-Mansura, die errettete Gruppe. Nach dem Hadith bei Bukhari, der Prophet sagte, es wird in meiner Umma immer eine Gruppe geben, die bekämpft wird, aber Allah lässt sie wie standhaft auf ihrem Weg sein. Das sind die Namen. Teil. Andere Namen akzeptieren Ahlus Sunnah wal Jama'ah nicht. Denn die meisten, die sich Namen gegeben haben, haben sich Namen bezüglich ihrer Bid'a gegeben, die sie eingeführt haben. Ich wiederhole. Die meisten, die sich Namen gegeben haben, haben sich Namen gegeben bezüglich der Bid'a, der sie sich zuschreiben. Was heißt Khawarij? Khariji? Woher kommt das Wort? Warum heißen sie so? Was heißt Kharaja im Arabischen? Rausgegangen, rausgetreten. Aber Kharaja al-Hakim, was heißt Kharaja al-Hakim? Er hat gegen den Führer rebelliert. Deswegen heißen sie Khawarij. Gegen wen haben sie rebelliert? Gegen, wer war der Führer? Ali bin Abi Talib. Schaut mal, sie haben ihren Namen genommen von der Bid'a, die sie eingeführt haben. Überlegt mal. Sie haben gesagt zu Ali bin Abi Talib, Anta Kafir, inil hukmu illa lillah. Das Urteil gehört nur Allah. Damit ihr nur versteht, wie die heute sind. Wenn sie Ali bin Abi Talib damals nicht akzeptiert haben, sollen sie heute akzeptieren. Deswegen sagte Ali bin Abi Talib, er sagte, sie haben ein wahres Wort gesprochen, aber mit einer üblen Absicht. Allahu Akbar. In Hukmu illa lillah ist was? Im Koran eine Ayah. Aber was haben sie gemeint? Etwas anderes, um gegen ihn zu rebellieren. Teil, das sind die Khawarij. Welche Gruppen kennt ihr noch, die sich nach ihrer Bid'a bezeichnet haben? Mu'tazila. Wir sagen bei Mu'tazila, sie wurden nicht nach ihrer Bid'a bezeichnet, sondern nach dem, was ihnen angetan wurde. Zum Beispiel Wasil, das war der Führer von Mu'tazila, man hat ihn ausgegrenzt. Al-Hasan al-Basri hat mit diesen Leuten viele Probleme gehabt, die haben ihn viel Fitna gemacht. Einer der Schüler von Al-Hasan al-Basri hat die Mu'tazila gegründet. Ich meine Al-Hasan al-Basri, wer war Al-Hasan al-Basri? Keiner traut sich ein schlechtes Wort über Al-Hasan al-Basri, Rahimullah ta'ala, zu sagen. Als er ausgegrenzt wurde, dieser Schüler, Namen, Tazala, dann hat man sie wie genannt? Mu'tazila. Schaut mal, nach welchem Namen sie benannt sind. Weitere Leute, die nach ihrer Bid'a benannt wurden. Al-Ash'a'ira. Abul Hasan Ash'ari, Rahimullah ta'ala, der ist mit einer Tauba gestorben. Und seine Tauba ist in 2 Büchern vermerkt. Er macht Tauba, aber seine Anhänger sagen, wir bleiben auf deinem Weg. A'udhu billah. Zum Schluss hat er gesagt, ich habe die Aqiedah von Imam haben. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Er hat Tauba gemacht. Er hat das verlassen, weil er hat 40 Jahre sozusagen nichts anderes als Mu'tazila-Weg kennengelernt. 40 Jahre lang. Überlegt mal, das zeichnet einen, beziehungsweise das beeinflusst einen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, kurz vor dem Tod hat er diesen Weg gelassen. Aber wie nennen sich die Leute immer noch? Ash'a'ira. Und wer hat euch Ash'a'ira genannt? Wer hat euch Ash'a'ira genannt? Ja, die Ash'a'ira sind die meisten Leute. Wer hat euch Ash'a'ira genannt? Kommt uns nicht mit Ausreden. Ja, und? War die Mehrheit der Beweis? Seit wann ist die Mehrheit der Beweis? وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten auf der Erde folgen würdest, ja Muhammad, würden sie dich vom Wege Allahs was abbringen. Die Mehrheit ist nicht der Beweis. Und wer von den Salaf hat sich so genannt? Das Schlimme ist, dass sie dann gesagt haben, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad waren Ash'a'ira. Wir korrigieren nur eine Sache, da war Abul Hasan Ash'ari noch nicht wirklich da gewesen. Das ist so, wie wenn dir jemand sagt, Sheikhul Islam war Wahhabi. Wann war Sheikhul Islam? Und 300 Jahre, mehr als 300 Jahre später kam Imam Muhammad ibn Abdullah. Wie kann der Wahhabi gewesen sein? Der war nicht Wahhabi, du bist ein bisschen... Ja.
Traurige, liebe Geschwister, von Leuten, die keine Ahnung von der Religion haben. Und Maturidiyya, wer hat euch den Namen gegeben? Das heißt, diese Leute haben einen Namen sich zugeschrieben über ihre Bid'a, die sie gemacht haben. Ahlul Sunnah wal Jama'a sind nicht so. Ahlul Sunnah wal Jama'a passen ganz genau auf, liebe Geschwister, wen sie sich zuschreiben. Und sie schreiben sich nichts anderem zu, außer der Religion. Jetzt könnte einer kommen und sagen, ja, aber es gibt doch die Hanabila und die Ahnaf und die Shafi'iyya und. Dann sagen wir ihnen, diese Rechtsschulen sind für uns nur was? Maßgeblich in Fiqh-Fragen. Was heißt in Fiqh-Fragen? Da haben sie unterschiedliche Ansichten gehabt. Aber glaubt ihr, Imam Ahmad und Imam Shafi'i und Imam Malik und die anderen haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Al-I'tiqad, der Aqiedah gehabt? Da gab es keine Unterschiede. Deswegen liest ihr nie, dass bezüglich der 6 Inhalte vom Iman sagt Imam Ahmad das und Imam Malik das, das ist Aqiedah. Da gibt es nicht Hanbali oder Hanafi oder, da gibt es Sunni und Bid'ah. Erfolgt der Sunna oder erfolgt der Bid'ah. Deswegen diese Rechtsschulen, liebe Geschwister, die sind in Fiqh-Fragen, von Wort, das heißt Nebenfächer, aber nicht in der Hauptreligion, der Basis, dem Kernthema der Religion, das heißt die Aqiedah. Da gibt es keine unterschiedliche Meinung. Da gibt es keine unterschiedliche Meinung. Aqiedah ist Aqiedah, da gibt es keinen Spaß. Beziehungsweise keinen Freiraum, so dass jeder interpretieren kann, was er will. Und daher, Ahlul Sunnah wal Jama'a nennen sich Ahlul Sunnah wal Jama'a und die anderen Namen, die alle, was haben wir gesagt, bestätigt sind. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ein weiterer Punkt, أنهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم وعقيدتهم ودعوتهم. Das sind die geduldigsten Menschen. Und bitte lernt das. Und wenn ihr zu Ahlul Sunnah gehören wollt, dann müsst ihr auch diese Eigenschaften aufweisen. Das sind die geduldigsten Menschen, die am meisten Geduld aufbringen für das, was sie sagen. Weil wer auf dem Weg von Ahlul Sunnah ist, Frage an euch, war es nicht immer so, dass er Probleme gehabt hat? Ja oder nein? Ja. Das war schon immer. Denkt ihr, Imam Ahmad rahmatullah alayhi hat weniger Probleme gehabt als wir? Imam Ahmad rahmatullah alayhi war ein einziger Mann, der zu diesem Zeitpunkt die gesamte Ahlul Sunnah wal Jama'a war. Viele Gelehrten haben eine Sache zum Schluss anders gesagt, damit sie nicht getötet werden. Sind sie entschuldigt bei Allah? Sind sie entschuldigt bei Allah? Jeder, der gezwungen wird mit dem Tod und er sagt etwas, was er nicht in seinem Herzen verbirgt oder woran er glaubt, dieser ist entschuldigt in diesem Moment, weil er ist unter Zwang. Illa man ukri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Außer der gezwungen ist, sagt Allah azza wa jalla, während aber in seinem Herzen was vorhanden ist, der vollständige Iman. So gnädig ist Allah azza wa jalla. Imam Ahmad rahmatullah alayhi hat gesagt, der Koran ist erschaffen oder nicht erschaffen? Nicht erschaffen, weil das Wort Allahs gehört zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was zu Allah azza wa jalla gehört, ist erschaffen. A'udhu billah, ist niemals erschaffen. Alle anderen haben etwas anderes gesagt. Manche wurden getötet, manche wurden gequält, manche wurden vertrieben und. Zum Schluss blieb nur einer, wer? Imam Ahmad rahmatullah alayhi. In einer Riwaya, die mir sehr gefallen hat, gab es einen, der ihn gepeitscht hat, weil der Khalif das anbefohlen hat. Der Khalif selber gehörte zu dieser Gruppe, weil er hat sich von den Jahmiya beeinflussen lassen. Jahmiya, eine ganz üble Gruppierung, ganz üble Eigenschaften. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Unter anderem sagten sie auch, dass der Koran erschaffen ist. Und das war nicht mal ihre schlimmste Aussage. Auf jeden Fall diese Jahmiya, die auch den Khalifen damals beeinflusst haben, er hat jemanden beauftragt, der Imam Ahmad peitschen sollte. Und an diesem Tag wurde Imam Ahmad mit so vielen Peitschenhiebe gepeitscht. Und als er von dieser Strafe erlöst wurde, betete er das Gebet auf seine Art und Weise, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Peitschenhiebe sind nicht so leicht, wie jemand sich das denkt. Was auf die reine Haut dann geht, weil wenn die Haut aufgeschlagen wird und dann immer wieder Peitschenhiebe draufgeschlagen werden, das ist nicht etwas Leichtes zu ertragen, liebe Geschwister. Als er gefragt wurde, Imam Ahmad rahmatullah alayhi, wie er diesen Moment erlebt hat, er sagte, Wallahi, es war mir lieber, dass mein Körper getötet wird, als dass sie meinen Glauben zu etwas bringen, woran ich nicht glaube.
Das war Imam Ahmad rahmatullah alayh. Und derjenige, der ihn gepeitscht hat, hat ihn so heftig gepeitscht, später sagte er, der ihn ausgepeitscht hat, ich wollte versuchen, ihn mit einem Peitschenhieb zu töten, damit er nicht seine Ansicht ändert. Schau mal, der hat richtige Aqiedah gehabt. Der ihn gepeitscht hat, der hat die richtige Aqiedah. Der hat gesagt, ich wollte nicht, dass Imam Ahmad dann seine Meinung ändert, sondern dass er dabei bleibt, dass der Koran nichts Erschaffenes ist. Und so habe ich versucht, ihn mit einem Peitschenhieb zu töten, damit er nicht seine Meinung ändert. Du brauchst Geduld als Ahlul Sunnah wal Jama'a, weil die meisten Gruppierungen, wie viel haben wir erwähnt im Hadith? 73. Die Mehrheit oder die Minderheit? Die werden auch gegen dich sein. Die werden, Schlusspunkt aus, die werden gegen dich sein. Ja, bitte. Abu Bara, warum sprechen so viele schlecht über euch? Hast du den Hadith nicht gehört? 73 Gruppen. Sollen sie uns lieben? Das ist die Antwort. Und wenn du diese Leute anschaust, diese 73, diese 72 Gruppen besser gesagt, wir haben nicht diese Eigenschaften, die wir gerade nennen, sondern genau die gegensätzlichen Eigenschaften, das haben sie. Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie zeigen Geduld mit den Worten, die sie sprechen. Und sie zeigen Geduld, weil sie auch immer die Wahrheit sagen. Ahlul Sunnah wal Jama'a gehören zu den Leuten, die am meisten darauf erpicht sind, die Wahrheit zu sagen. Weil ihre ganzen Grundlagen basieren auf der Wahrheit. Und was auf der Wahrheit basiert, kann nur Wahrheit sein. Was auf der Wahrheit basiert, kann nur Wahrheit sein. Deswegen Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie halten daran fest. Sie sagen die Wahrheit. Sie stehen zu ihrer Religion. Ihr seht im Übrigen viele, Allah al-Azim, der sagt dir nicht, was seine Aqiedah ist. Kennt ihr solche Leute? Der versteckt seine Aqiedah. Ahlul Sunnah wal Jama'a sind überhaupt nicht so. Wenn ihr seht, ein Sheikh, er fängt an, nur in seinem Muqaddama, in seiner Anfangsrede, und ich schwöre bei dem, der sich über den Himmel erhoben hat und der über alles waltet. Und dann fängt er an, über seine Aqiedah-Inhalte zu sprechen. Das ist in der Einführung. So ist Ahlul Sunnah wal Jama'a. Sie haben nichts zu verstecken, wie die anderen, die immer einen weiten, geräumigen Tisch haben, wo sie darunter alles verbergen können. Nein. Einer, der ein Khariji ist, wird ja nicht sofort sagen, dass er von den Khawarij ist. Einer, der ein Habashi ist, wird ja nicht sofort sagen, dass er ein Habashi ist. Einer, der von Hizb ut-Tahlil ist, wird ja nicht sofort sagen, dass er von Hizb ut-Tahlil ist. Versteht ihr mich oder versteht ihr mich nicht? Ahlul Sunnah wal Jama'a, was machen sie mit ihrer Aqiedah? Sie legen sie auf den Tisch. Ganz offen. Habt ihr einmal gehört, dass wir was verschwiegen haben? Walhamdulillah, wir sind auf dem Weg von den Salaf. Was haben wir zu verschweigen? Wenn die besten Antworten hatten, dann wo sind wir, dass wir nicht ihre selbigen Antworten geben? Daher, liebe Geschwister, sie halten fest, sie haben Geduld auf diesem Weg und sie rufen zu dieser Da'wah und sie wissen ganz genau, dass sie deswegen bekämpft werden. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, das hält sie nicht davon ab, dass sie den Weg verlassen. Und so waren die Größen immer. Und bis heute erwähnen wir wen? Alle diese großartigen Gelehrten. Was meint ihr? Warum sind sie noch in unseren Namen? Ob es Sheikhul Islam ist. Was denkt ihr? Wie oft war er im Gefängnis? Die Hälfte seines Lebens. Hat er aufgehört? Nein. Weil für sie war die Religion alles. Und andere große Gelehrte, die an der Religion so dermaßen festgehalten haben, dass sie deswegen bekämpft wurden. Vielleicht können wir mal einmal einen Unterricht machen über die Salaf as-Salih, alayhim salatu wassalam, radiyallahu anhum wa rahimahullah ta'ala, wie sie für ihre Religion Geduld gezeigt haben. Und das stärkt natürlich unseren Iman, möge Allah uns die Kraft geben, diesen Unterricht zu machen. Dann ein Punkt, liebe Geschwister. Hirsuhum ala al-Jama'ati wal-Ulfa. Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie legen sehr viel Wert darauf, dass sie zusammenbleiben und dass auch ihre Herzen Zugang zueinander finden. Weichherzig sind sie, Ahlul Sunnah wal Jama'a. Und sie rufen auch zu dieser Da'wah, wa da'watuhum ilayha, wa hatha an-nas alayha. Und sie bringen die Leute dazu, dass sie diesen Weg ebenfalls verfolgen. Und sie sind gegen die Spaltung, wa tahdhirun nas minha. Das heißt, Ahlul Sunnah wal Jama'a, um diesen Punkt konkret zu erklären, liebe Geschwister, warum heißen sie Jama'a? Guck mal, es gibt Al-Firaq. Wer sind die Firaq? Wer sind die Firaq? Die Gruppe. Und es gibt Al-Jama'a. Was ist der Unterschied zwischen Firaq und Jama'a? Was sind die Firaq? Die Gruppierung. Was machen sie untereinander? Sie spalten sich. Was heißt Al-Jama'a?
zusammenkommen. Das ist der Unterschied. Al-Firaq, Al-Tafarruq, das sich spalten, aber Ahlul Sunnah wal Jama'a haben diese Eigenschaft, dass die was? Nicht sich spalten, sondern zusammenkommen. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. So haltet alle fest, sagt Allah Azza wa Jal, am Seile Allahs fest und daraufhin spaltet euch nicht. Eine Warnung von Allah Azza wa Jal, daraufhin spaltet euch nicht. Warum? Haltet erstmal fest an was? An dem Seil. Was ist das Seil, das hier gemeint ist? Koran und Sunnah. Ja. Es gibt Leute, die dir heute sagen, in der heutigen Zeit, natürlich, ich habe nicht genug Zeit, um über diese Themen ausführlich zu reden. Die sagen dir, warum kommen nicht alle Muslime zusammen? Wo ist das Problem, dass alle Muslime zusammen? Erstmal Frage an euch, jetzt wo wir den Namen Jama'a geklärt haben, wollen Ahlul Sunnah wal Jama'a die Leute zusammen verbinden, ja oder nein? Ja. Jetzt aber eine andere Frage, um jeden Preis? Ich frage euch nochmal, wollen Ahlul Sunnah wal Jama'a die Leute zusammenbringen? Um jeden Preis? Nein. Was heißt nicht um jeden Preis? Was sagt Allah Azza wa Jal? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا. Warum hat Allah Azza wa Jal nicht am Anfang angefangen und spaltet euch nicht und dann haltet alle? Nein, Allah fängt an mit haltet allesamt am Seile Allahs fest, weil das ist die einzige Beziehung, die wir zueinander haben. Ich meine, glaubt ihr wirklich, dass wir mit jemandem zusammenkommen können, der Gräber anbetet? Glaubt ihr, dass wir mit jemandem zusammenkommen können, der die Sahaba oder Yadi Billah verflucht? Glaubt ihr, dass wir mit Leuten zusammenkommen können, die die Sunnah ablehnen? Natürlich nicht, wir können niemals mit solchen Leuten zusammenkommen. Und hier kann man Ahlus Sunnah keinen Vorwurf machen, weil nicht Ahlus Sunnah hier zu kritisieren sind, sondern die Leute, die sich nicht an die Anordnung Allahs halten. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und haltet allesamt fest am Seile Allahs. Deswegen sagt Imam Malik rahimahullah ta'ala, was die Leute damals zusammengebracht hat, ist dasselbe Rezept, was die Leute heute auch zusammenbringen. Das ist was? Koran und Sunnah. Und das bei diesen arabischen Stämmen, die wahrlich Feindseligkeiten untereinander hatten. Aber was hat sie vereint? Koran und Sunnah. Und das ist dasselbe, was die Leute heute vereint. Aber wenn einer nicht bereit ist, an Koran und Sunnah festzuhalten, dann wie sollen wir mit ihm zusammenarbeiten? Das geht nicht. Das wird niemals gehen, liebe Geschwister. Sagt man, ja, ihr wollt nicht und ihr spaltet. Wallahi, wir spalten nicht. Ahlul Sunnah wal Jama'a, wir haben den Begriff erklärt. Wie können wir uns Ahlul Sunnah wal Jama'a nennen? Aber wir wollen nicht die Leute zusammenbringen. Wir wollen die Leute zusammenbringen, aber unter den richtigen Voraussetzungen. Unter den richtigen Voraussetzungen. Und die richtigen Voraussetzungen sind, dass wir an Koran und Sunnah erstmal richtig festhalten. Wir haben eine gemeinsame Basis. Und daraufhin spaltet nicht. Spaltet euch nicht. Weil Allah Azza wa Jalla hat das kritisiert und verboten, dass wir uns spalten. وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt, und seid nicht wie die Götzendiener. Das ist eine Eigenschaft von den Götzendienern, dass ihr euch in Gruppen und Gruppierungen und Sekten spaltet. Jede Sekte ist froh über das, was sie hat. Das bedeutet arrogant, wir sind die Richtigen. 1000 Tariqa, jede behauptet, sie sind auf dem richtigen Weg. Aber sind sie auf dem richtigen Weg? Sie sind nicht auf dem richtigen Weg. Das ist Ahlul Sunnah wal Jama'a. Das heißt, sie versuchen die Herzen zusammenzubringen. Sie halten fest an der Jama'a. Sie rufen zu diesem Weg, liebe Geschwister. Und versuchen die Leute auch auf diesem Weg zu befestigen. Und das ist der Weg von Ahlul Sunnah immer gewesen und wird es immer sein. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ein weiterer Punkt. أن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم بعضا ثم هم يحكمون على غيرهم بالعلم والعدل. Ahlul Sunnah wal Jama'a, sie machen untereinander nicht einfach so Takfir. Das heißt, dass Ahlul Sunnah wal Jama'a die anderen Gruppen einfach so vom Islam ausschließen. Und ich möchte bitte, dass ihr auf eine Sache achtet, liebe Geschwister. Ich habe euch gesagt, das sind die wichtigsten und der richtigsten. Wie sieht es aus mit den anderen Gruppen gegenüber Ahlul Sunnah wal Jama'a? Haben sie es leichter mit dem Takfir uns gegenüber? Ja. Bei Mohammed, warum machen wir das nicht so, wie sie mit uns machen? Weil wir was sind? Ahlul Sunnah, und das heißt damit was? Gerecht, und wir machen alles mit Wissen und Weisheit. Walhamdulillah.
Sagen Khawarij über uns Kuffar? Ja. Okay. Wisst ihr, dass die Sufis die Gräber anbeten über uns Kuffar sagen? Natürlich. Die sagen über uns Kuffar. Die Sufis, die Gräber anbeten, sagen über uns Kuffar. Was heißt das? Gibt es kein Takfir in unserer Religion? Das haben wir nicht gesagt. Aber wir haben gesagt, Ahlul Sunnah gehen nicht damit so einfach um wie andere Gruppen. Gehen nicht so einfach damit um. Deswegen, Ahlul Sunnah und Jama'a schließen einander nicht so einfach vom Islam aus. Warum? Weil sie gerecht sind und mit Wissen handeln. Und sie wissen, dieses kommt oder dieses führt zu was? Zur Spaltung. Dieses führt zur Spaltung, wie wir das sehen auch in dieser heutigen Zeit. Gibt es Leute, die schließen dich vom Islam aus und später nach 2-3 Jahren sagt er dir, es tut mir leid, ich war dumm. Ich habe dir damals gesagt, von Anfang an, du bist dumm, aber du hast mir das nicht geglaubt. Jetzt bestätigst du es selber. Hätte ich es dir gesagt, wäre es besser. Als dass du es selber bestätigst. Mit dumm meinen wir naiv, weil sie sind was? Naiv. Der denkt, er ist dann, wie Leute, die sitzen hier im Unterricht. Der hat hier zum ersten Mal die Eifersucht für die Religion kennengelernt. Nach 3 Wochen sagt er dir, du hast keine Eifersucht für die Religion. Und der war vorher an dem Strand mit seiner Frau und sie haben wie nackte Fische gelegen und dann auf einmal hat er die Eifersucht für die Religion und will nicht. Wallahi ajib. Ajib. Aber so ist die Sache. Damit muss man klarkommen. Ahlul Sunnah wal Jama'a haben nicht so einfach diese Eigenschaft, dass sie sich einander den Takfir aussprechen, sondern vielmehr wird das bedacht gemacht. Wird das gemacht? Natürlich. Gibt es unter Leuten, die von bestimmten Sekten Anhänger sind, dass sie Kuffar sind? Natürlich. Ganz klar. Aber nicht jeder macht den Takfir und nicht jeder kennt auch die Bedingungen, islamrechtlichen Bedingungen für den Takfir. Deswegen ist das eine Sache, die auf die Leute des Wissens zurückkehrt, liebe Geschwister. Und dann eine wichtige Sache. Nein. Die halbe Stunde ist schon, ja? Subhanallah. Den letzten Punkt, inshallah ta'ala. Mahabbatu ba'dihim li ba'd. Ahlul Sunnah wal Jama'a lieben einander. Für wen? Für Allah Azza wa Jal. Und an dieser Stelle, wir lieben euch für Allah Azza wa Jal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen zusammenführen. Wa tarahum ba'dihim ala ba'd. Und sie sind miteinander barmherzig. Sie sind miteinander barmherzig. Wa ta'awunahum fima bainahum. Sie helfen einander. Ahlul Sunnah wal Jama'a. وَلَا يُوَالُونَ وَلَا يُعَادُونَ إِلَّا عَلَى الدِّينِ. Und Wala und Bara gibt es bei Ahlul Sunnah nur bezüglich der Religion. Was heißt das? Du siehst heute Leute, der gehört zum Beispiel zu den Ikhwan al-Muslimin. Auch Ikhwan al-Muslimin, wen haben sie sich zugeschrieben? Ikhwan. Wer hat euch das gesagt? Auf jeden Fall, kein Problem. Du sagst ihnen, mit wem macht ihr Wala wa Bara? Mit ihrer Gruppe. Die machen mit ihrer Gruppe Wala und Bara. Das heißt mit ihrer Partei. Hören wir eine Ayah aus dem Koran in Surah Al-Mumtahana. Allah Azza wa Jalla sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Subhanallah. Was für eine wunderschöne Ayah. Allah Azza wa Jalla beschreibt hier Ibrahim a.s., dass er ein Vorbild für unsere Umma war. In Wala und Bara, was hat er gemacht? Er sagte zu den Götzendienern, er sagte zu ihnen, Allah Azza wa Jalla erwähnt das, in Ibrahim ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden, a.s. Als sie zu ihrem Volk, das heißt Ibrahim und die Gläubigen, gesagt haben, wir sagen uns von euch los und von dem, was ihr tut. Und zwischen uns und euch ist Feindschaft und Hass, bis ihr an Allah Azza wa Jalla richtig einzig und alleine glaubt. Frage an euch, womit hat Ibrahim a.s. und die Gläubigen Wala und Bara gemacht? Mit der Religion. Heute einer von Ikhwan Muslimin sagt dir, magst du uns? Wenn nicht, dann mag er dich nicht.
Madkhali-Sekte. Magst du Madkhali? Wenn nicht, du bist Kafir. Also Mubtadi in dem Fall. Mit wem machen die Wala und Bara? Mit wem? Mit ihrer Gruppierung, mit ihrem Hizb. Natürlich, Madakhila sind auch Hizbiyya, das sind Leute, die kritisieren die Hizbiyya, aber sie selber sind Partei. Sie sind nichts anderes als Partei. Wallahi, du siehst, wenn du ihn zum Beispiel sagst, muss ich jetzt von Madkhali nehmen? Seine Gesichtsfarbe ändert sich. Hättest du das vielleicht mal Koran und Sunnah gesagt, hätte er sich nicht so geändert. Seine Kinnlage fällt runter auf den Boden. Was? Du nimmst nicht von ihm? Wie lebst du denn? Sehr gut, Alhamdulillah. Ich nehme von Leuten, die größer waren als er. Oder von wem nimmt er? Von sich selber. Hat er gesagt, Madkhali überliefert von Madkhali. Vom Propheten sallallahu von Allah. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, liebe Geschwister, diese Sache ist nur bei Ahlul Sunnah wal Jama'a, dass sie diese Sache auf die Religion zurückführen. Sie lieben für die Religion und sie hassen für die Religion. Deswegen sagt es Sabuni, das ist mein letzter Satz, Rahimullah Ta'ala, er sagte, Yatahabuna fid din. Sie lieben sich einander für die Religion und sie verabscheuen auch bestimmte Taten aneinander für die Religion. Kann man das? Natürlich. Du liebst jemanden für La ilaha illallah, aber wenn er Sinner macht, liebst du ihn dafür? Wenn er Drogen verkauft, liebst du ihn dafür? Wenn er eine Bid'a macht, liebst du ihn dafür? Natürlich nicht. Und das ist so auch zusammenzubringen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das waren die Eigenschaften kurz gefasst, sehr, sehr kurz gefasst von Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ich hoffe, unsere Geschwister konnten davon profitieren. Bi'idhnillah ta'ala sind das sehr, sehr wichtige Unterrichte. Und ich hoffe, dass ihr das verbreitet, damit die Leute auch lernen, was ihre tatsächliche Aqiedah ist. Bi'idhnillah ta'ala. Und das nächste Mal, liebe Geschwister, sprechen wir über Usul al-Iman, über die Glaubensgrundlage und seine Arkan und seine Säulen. Möge Allah von mir und von euch annehmen. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Übrigen, die Unterrichte werden alle von einem Bruder getrennt hochgeladen, bei YouTube auch. Wer kein Facebook hat, gibt es Leute, die überhaupt kein Facebook haben? Gibst du? Du machst dich ganz schön verdächtig, weißt du das? Nein. Die YouTube haben zum Beispiel, er hat einen Kanal dafür gemacht, dass unsere Unterrichte hochgeladen werden. Das heißt Tawhid Tube. Tawhid Tube. Inshallah ta'ala. Da findet ihr dann die Unterrichte. Und da wird auch beschrieben, was der Gegenstand von den Unterrichten ist und ab wie vielen Minuten die Fragen anfangen. Fragen dazu, zu dem Unterricht? So kommen die Gruppen zustande. Ist es jetzt, dass die Ahlul Sunnah macht nur Wala Bara im Islam? Nur mit der Religion. Ja, nur mit der Religion. War das jetzt nochmal ein extra Punkt, also Punkt 9? Nein, nein. Okay. Das gehörte noch zusammen. Nein. Zum Thema Aqiedah. Nur zum Thema Aqiedah. Wegen Ummat al-Wasata, das wird ja auch im Koran erwähnt. Damit sind ja auch, so wie vielleicht immer vom Propheten gemeint, also wir. Was bedeutet genau Ummat al-Wasata? Allah Azza wa Jalla sagt, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so haben wir euch zu einer Gesellschaft der Mitte gemacht. Was haben wir gesagt? Was bedeutet Gesellschaft der Mitte? Zum einen nicht Übertreibung, nicht Untertreibung. Zum anderen gerecht. Und diese Al-Wasatiyya, dass man diese Mitte hält, ist im allgemeinen Sinne gemeint. Zwischen allen Religionen haben wir die Mitte und wir haben auch zwischen den abgeirrten Sekten die Mitte, dass wir nicht ihre Übertreibung nehmen oder ihre Untertreibung, sondern Ahlul Sunnah wal Jama'a befindet sich immer in der Mitte. Namen? Also den Namen, und warum man den Namen nicht jetzt dazu nimmt? Weil er wurde so nicht gehört. Dann inshallah ta'ala machen wir was.